Das Cube Stereo 144 C62 Race hat das, wonach sich viele Biker sehnen. Es ist leicht, es ist verdammt gut ausgestattet und es hat einen attraktiven Preis. Ist das Bike für knapp unter 4.000 € eines der heißesten Allmountains, die man sich aktuell kaufen kann? Oder gibt es an der Sache auch einen Haken? Unter den Fachhandelsmarken ist Cube als König der Preis-Leistung bekannt. Das Cube Stereo 144 C62 Race schießt den Vogel in der Wertung komplett ab. Für 3.999 € liefern die Bayern nämlich ein Bike mit komplettem Fox Factory Fahrwerk und einer Shimano XT-Ausstattung. Mit 12,7 Kilo ohne Pedale in der Rahmengröße L ist das Bike eins der leichtesten Allmountains mit 140 mm Federweg, die wir seit langem gewogen haben. Bikes mit dem gleichen Gewicht werden entweder deutlich teurer oder sie haben weniger Federweg. Das Canyon Neuron CF9 zum Beispiel hat eine vergleichbare Ausstattung und wiegt auch vergleichbare 12,9 Kilo. Aber das Bike ist 1.000 € teurer als das Modell hier hinter mir. In unseren Augen kann es nur zwei Gründe geben, wie Cube so ein Komplettpaket schnüren kann. Die Bayern zählen mittlerweile zu den größten Komplettradherstellern der Welt. Genaue Zahlen weiß man nicht, aber man munkelt, dass mittlerweile pro Jahr über 1 Million Bikes in Waltershof vom Band laufen. Und mit so einem großen Volumen ist klar, dass die Verhandlungsposition beim Teileeinkauf bei Shimano oder Fox eine mächtige ist. Und der zweite Grund ist, dass gerade so große Firmen wie Cube immer wieder Modelle im Portfolio haben, wo sie die Margen ganz bewusst super niedrig ansetzen. Diese Modelle sind nicht dazu da, um großes Geld zu verdienen, sondern sollen vor allem die Konkurrenz aus dem Markt verdrängen. Für uns Biker ist das natürlich ein Riesenvorteil. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen haben die neuen Cube Stereo One Modelle endlich ein geschraubtes BSA-Tretlager. Und auch das Staufach im Unterrohr entspricht den Vorstellungen vieler Biker. Sagt aber natürlich noch nichts über die Leistung auf dem Trail aus. Mit den Maxxis Forecaster-Reifen wildert das Stereo 144 ganz klar bei den Trailbikes mit etwas weniger Federweg. Andere Hersteller ziehen bei 140 mm abfahrtslastige Reifen mit mehr Profil und Pannenschutz drauf. Der Effekt dieser Reifenwahl? Inklusive Bremsscheiben, Kassetten und Reifen wiegt der komplette Laufradsatz nur 4.490 Gramm. Ein derart leichter Aufbau macht auch Touren mit über 2.000 Höhenmeter problemlos möglich. Schon auf den ersten Metern wird klar, hier geht's vorwärts. Das Stereo 144 lässt sich ohne störendes Wippen zum Traileinstieg treten. Wer den Hinterbau dennoch komplett rückstellen will, erreicht den Plattformhebel auch im Sitzen komfortabel. Im Sattel nimmt man eine leicht aufrechte Sitzposition ein, welche den Druck von den Handgelenken nimmt. Die gut rollenden Reifen, die leichten Laufräder und das niedrige Gesamtgewicht schmeicheln jedem Tourenfahrer. Das Cube Stereo 144 ist zusammen mit dem Canyon Neuron eins der vortriebsorientiertesten Allmountains, die man sich aktuell kaufen kann. Bikes wie das Santa Cruz 5010 oder das YT Chefsea stellen bei ähnlichem Federweg den abfahrtsorientierteren Kontrast dar. Neigt sich der Trail Richtung Tal, verrichtet das Fahrwerk seine Arbeit wirklich tadellos. Wie sollte bei der höchsten Qualitätsstufe von Fox auch anders sein? Sowohl Gabel als auch der Hinterbau sprechen auf kleinste Wurzeln sensibel an und lassen keine Wünsche offen. Der Hinterbau hat dabei stets einen komfortorientierten Charakter. Bikes wie das Raw Chip oder das Santa Cruz 5010, das wir ebenfalls hier getestet haben, bieten im letzten Drittel des Federwegs etwas mehr Gegendruck und unterstützen so eine aktive Fahrweise auf dem Trail etwas besser. Das ist jetzt weder schlecht noch gut, das ist einfach ein Charakterzug, der zu den persönlichen Erwartungen passen sollte. Bei der Geometrie trifft Cube mit einem 65,4 Grad flachen Lenkwinkel und einer Tretlagerabsenkung von 33 mm in etwa die Werte des Marktdurchschnitts. Und damit machen die Bayern nichts falsch. Die Geometrie funktioniert sehr gut und bietet auch bei hohem Tempo viel Fahrsicherheit. Aber es gibt charakterstärkere Bikes auf dem Markt. Wer auf dem Trail Vorlieben, zum Beispiel für ein verspieltes oder ein besonders laufruhiges Handling hat, der wird mit anderen Bikes womöglich glücklicher. Und auch die Maxxis Forecaster-Reifen haben im losen Geläuf oder bei nassen Verhältnissen etwas wenig Grip. Das Cube Stereo 144 C62 Race ist tatsächlich ein Bike, das auf der objektiven Ebene keinen Haken hat. Die Kombination aus 140 mm Federweg und geringem Gewicht geben dem Bike einen super breiten Einsatzbereich. Klar, es gibt Bikes mit einer abfahrtsorientierteren Ausrichtung im All-Mountain-Business. Aber es gibt kein Bike, das 140 mm Federweg und ein Gewicht von 12,7 Kilo zum Preis von unter 4.000 € kombiniert.
Was es dagegen schon gibt, sind Bikes mit mehr Charakter im Handling. Wer ein super verspieltes Bike für verwinkelte Trails oder eine Highspeed-Ballermaschine sucht, der findet Bikes mit markanteren Charakterzügen auf dem Markt.